So, da sind wir wieder, mitten in Köln. Hier, die Bahn fährt an uns vorbei. Irgendwelche Leute, Weges treiben. Wo sind wir denn hier? Heute ist Gamescom Mittwoch und wir stehen hier gerade vor Eingang Ost an der Köln-Messe und haben das Gebäude noch nicht betreten. Nee, noch nicht betreten. Es ist windig und erster Tag. Ja, direkt nach der DEFCOM sind wir dann hier hingekommen und ja, das ist ein Tag Pause dazwischen. Aber wir sind auch schon sehr gespannt, wie es laufen wird. Ja, gehen wir mal rein und machen mal eine Tour. So, nach ersten Querelen mit reinkommen und der Automat spuckt keine Tickets aus, müssen an der Kasse das nochmal ausdrucken lassen und mal gucken, ob das Ding überhaupt funktioniert, weil der Drucker nämlich Schlieren gemacht hat an dem QR-Code. Mal gucken. Sind wir aber trotzdem drin in der Gamescom, ne? Und wir sind jetzt hier direkt an diesem komischen Kreuz, wo man jetzt hier einmal so und da hinten ist 10.1. Da hast du gerade noch gesagt, was ist das 10.1? Was ist denn da? Unten sind viel Presse irgendwie, die GameStar-Bühne ist da, wo wir am Freitag auch sein werden und diverse andere Bühnensachen und oben bei 10.2 sind die ganzen Indies, Retro-Area und auch der Stand, wo wir uns aufhalten werden. Ja. Also auch die Games Ahead Stand, da wo wir sein werden, das ist da auch, ne? Genau. Hallo, wir stehen hier jetzt gerade vor dem Stand bei Games Ahead. Das ist der Verband, wo wir schon öfter mal unterwegs waren, sogar letztes Jahr. Manuel, wie war der Aufbau? War super entspannt jetzt. Ist erstmal einen richtig professionellen Messebau. Ist mega geil geworden. Wir sind super glücklich. Haben hier 21 Projekte an 13 Stationen untergebracht. Saugeil. Ihr stellt hier nicht nur Spiele aus, wir machen am Freitag auch so ein kleines Meet and Greet. Findet das auch hier statt? Genau, das Meet and Greet findet auch hier statt. Da haben wir euch dabei, unsere Teams. Und dann wird es spaßig werden. Wir haben ja genug Platz für euch diesmal. Haben sich auch eine Menge Leute angemeldet, habe ich schon mir sagen lassen. Du bist aber nicht nur als Teil des Verbandes hier, sondern auch hast ein eigenes Spiel am Start. Genau, wir mit Northern Studio machen Once Upon a Time, Dorfromantik meets Slay the Spire und stellen auch hier beim Rheinland-Pfalz-Stand und bei Home of Indies aus. Also wenn ihr es anspielen wollt, hier ist die Demo, kommt gern vorbei. Habe ich gerade schon. Ja, geil. Wir haben sehr viele schöne Sachen noch reingebaut. Sehr gut, vielen Dank. Hallo Björn, du bist nicht das erste Mal hier auf der Gamescom, aber diesmal mit einem sehr schönen Spielchen. Erzähl mal, worum geht's? Sehr, sehr, ja, wir sind nicht das erste Mal auf der Gamescom. Wir haben letztes Jahr schon mit einem Prototypen da, jetzt endlich mit einer halbwegs fertigen Demo für Once Upon a Tile. Once Upon a Tile ist ein Roguelite Dungeon Puzzle Game und so ziemlich das erste seines Genres, bei dem du einen Helden durch ein zufallsgeneriertes Dungeon durchleiten musst. Kannst ihn aber nicht direkt steuern, sondern kannst ihn nur dadurch steuern, dass du neue Dungeon-Tiles geschickt anlegst. Dann nimmt er immer den kürzesten Weg, läuft über Fallen, sammelt Schätze ein und rennt vielleicht Monster, die zu stark für ihn sind. Das Ziel ist es also, die Mission zu erfüllen und dabei nicht zu sterben. Wir kommen irgendwann im März nächstes Jahres raus. Ihr könnt jetzt schon wishlisten und bitte supportet eure Indies. Ihr kennt das alles. Leute, die eurem Kanal folgen, auf jeden Fall.
bitte einfach nur Wishlisten. Ihr müsst es nicht mal kaufen. Wishlist hilft uns auf jeden Fall. Das ist tatsächlich bei Indies immer so. Wenn man das Ding auf die Wishlist packt, dann hat man einfach sehr viel mehr Sichtbarkeit und darum sagen das immer alle so gerne. Ich durfte es gerade auch mal anspielen und es ist tatsächlich recht zugänglich und macht Spaß und es ist ziemlich niedlich mit so einer kleinen Maus. Das finde ich immer ganz schön, dann ist es sehr ansprechend. Was würdest du sagen, wenn du dein Spiel hier auf der Gamescom ausstellst oder vielleicht auf anderen kleineren Messen? Was sind so die Unterschiede? Also kleinere Messen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Gamescom ist wunderbar. Man trifft eine ganze Menge Leute, alte Freunde, neue Freunde, alte Bekannte, Leute, die es neu werden. Aber für die Konsumenten ist das Angebot einfach wahnsinnig hoch. Ich meine, es ist toll, hier Teil von so einem Indie-Scene zu sein. Wir haben eine Menge großartige Spiele hier dabei. Auch da drüben bei der Indie Arena Booth richtig, richtig coole Sachen. Aber das Überangebot ist halt sehr, sehr viel für Konsumenten. Was natürlich toll ist, solche Gamescom-Messe ist halt fürs Netzwerken und natürlich die Leute und Freunde und Bekannte aus der Industrie, Publisher, andere Entwickler etc. auszutreffen. Kleinere Messen tatsächlich bieten sich da mehr an, wenn man direkt mit dem Kunden interagieren möchte. Denn dafür ist die Gamescom halt ein bisschen zu groß, aber das macht ja auch den Charme so ein bisschen aus. Vorteil bei den Indies, man steht echt nicht so lange an wie bei den Großen. Also kommt rum. Wir stehen hier in der Indie Arena Booth zusammen mit den Entwicklern von All Quiet in the Trenches, Totally Not Aliens. Ihr seid bestimmt nicht zum ersten Mal hier auf der Gamescom? Doch, tatsächlich ja. Es ist sogar für mich das allererste Mal überhaupt auf der Gamescom und ausstellen tun wir auch jetzt zum ersten Mal. Oh, und heute ist noch gar nichts los. Ihr habt trotzdem schon Besuch am Stand. Was macht ihr für ein Spiel? Wir machen ein Antikriegsspiel im Ersten Weltkrieg. In dem Spiel spielt man einen Unteroffizier, man hat eine Handvoll von Leuten unter sich. Es geht nicht darum, den Krieg zu gewinnen. Du hast keinen Einfluss auf den Kriegsverlauf. Du musst nur irgendwie deine Leute durchbekommen und dir selber noch ins Gesicht gucken können am Ende am besten. Also es geht mehr darum, so die Sinnlosigkeit vom Krieg zu erleben und zu sehen, wie mehr so ein echtes Gefühl von dem Krieg zu bekommen und von der Härte von dem Krieg. Also tendenziell ein mehr soziales und moralisches Spiel. Und wie ist euer erster Eindruck hier heute? Ihr seid gestern wahrscheinlich beim Aufbau gewesen und jetzt so die ersten Eindrücke? Ja, sehr groß hier. Also gerade für jemanden, der jetzt noch nie auf der Gamescom war, ist es echt unfassbar viel. Und auch bisher war es sehr hektisch für uns mit dem Aufbau, aber ich glaube, so langsam pendelt sich das ein und es wird alles hoffentlich relativ entspannt. Mal gucken. Dann hoffen wir, dass ganz viele Leute bei euch vorbeikommen und mal schauen, wie es dann später aussieht. Hi. Hi. Du bist hier auch Indie und stellst dein Spiel aus. Erzähl mal, was machst du denn? Du hast mir das Wort vorweggenommen. Ich bin Indie und wir stellen unser Spiel aus. Wir sind Clinic Games. Wir sind ein kleines Studententeam, bestehen aus 4 Leuten und wir arbeiten seit 2 Jahren an unserem Debütgame Once More. Es ist ein kleiner Puzzle-Plattformer, kann man sagen. Man spielt diesen süßen kleinen Marshmallow und man muss ihn zwischen 2 Schokocracker zusammenbringen und dadurch entsteht ein S'more. Du hast gesagt, die Dinger sind rar. Warum? Wir haben die selber genäht und deswegen sind auch nur sehr limitierte verfügbar. Also wir haben jetzt noch etwa 30, 35 Stück, glaube ich. Und ja, genau, es dauert ein bisschen, die zu machen. Dein Ersteindruck von der Gamescom und von Stand? Ich bin sehr zufrieden mit dem Stand, so wie er jetzt gekommen ist. Dafür, dass das alles sehr hektisch und sehr ungeplant war. Und ich kann mich bislang nicht beschweren. Sehr schön, dann viel Erfolg noch. Bis bald. Vielen Dank und euch auch noch viel Spaß.
Julia, du bist jetzt schon ein alter Hase, was die Gamescom angeht und mit dem eigenen Spiel hier. Erzähl mal was. Was ist das denn für ein Spiel? Ja, also wir machen das Spiel Hieronymus. Das ist ein 3D-Action-Adventure mit Horrorelementen. Und du spielst zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert. Helena, das ist eine Tochter eines Druckers und sie versucht ihren Vater über die Gemälde wiederzufinden. Der ist nämlich verloren gegangen und und das Ganze handelt halt auch über die Gemälde von Hieronymus Bosch und wir haben versucht, diese Gemälde zum Leben zu erwecken und dass man sich da durchkämpft und auch gewisse Rätsel löst, mit den Kreaturen interagiert. Ja, das ist so im Groben unser Spiel. Euer Spiel wurde gestern auch begutachtet von Gronk und Royal Funk. 30 Indie-Spiele wurden ausgewählt für den Stream vor der Opening Night Live. Was war das für ein Gefühl und was glaubst du, wie ist es angekommen? Das war ein richtig geiles Gefühl. Also wir haben uns erst schon mal vorher so gefreut, weil wir dachten, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Ne? Also das kam einfach so eine E-Mail und wir waren, oh, es ist ausgewählt. Und dann haben sie auch noch gesagt, dass sie es halt auf ihre Liste geschrieben haben, dass sie es sich mal angucken wollen, dass sie es haben wollen. Und wir waren halt so, echt jetzt? Oh mein Gott. Also wir haben uns richtig hart gefreut. Also, dass es so gut ankommt, dass es herausgestochen hat. Das war uns sehr wichtig. Das hat uns so sehr, sehr gefreut. Und wir hoffen einfach, dass jetzt halt auch die Leute überzeugt sind. Es sticht auf jeden Fall durch extrem schöne Grafik aus. Und man kann es mittlerweile auch sich anschauen durch diverse Trailer bei www.hieronymus-game.de. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hi, hallo Jan, guck mal, wen wir hier auf der Gamescom getroffen haben. Ja, liebe Grüße, Jan. Ich hoffe, du bist fleißig in der Schule und merk dir immer, die einzigen Zahlen, die jetzt zählen, sind die in deinem Zeugnis. Das sollten doch Eltern hören, oder? Wir sind jetzt am zweiten Tag hier unterwegs und halt mal das Mikro, Ja. weil da muss ich nämlich den Sticky halten hier. Hallo. Also eine andere Seite am besten, weil das wechsle ich mal. So, ja. Wir haben gerade ein Interview gegeben für Gree Online, ja, und das war ziemlich cool mit Polen, also polnische Community und ja, das war sehr, sehr, sehr schön. Mein Gott, ist das voll hier schon am ersten Tag, ne, oder? Ja, wir haben Donnerstag und die Zweiten Tag. Hallen fühlen sich extrem gut. Wir sind sehr schwer nur reingekommen, weil die alle Leute durch denselben Eingang geschleust haben. Das war schon echt heftig. Und ja, jetzt strömen alle durch die Gänge und gucken, wo sie ihr Glück finden können. Hallo! Na, wo sind wir denn hier? Wir sind in der Cosplay Village, ne? Genau. Da ist da hinten, da ist der Cosplay Village Gedöns, da wird gesungen, richtig tolle Sachen gemacht. Habe ich das Ding vom Kopf gehauen? Ich hoffe nicht. Okay, gut. Und hier sind ganz coole Sachen. Hier, guck mal, hier ist die Bundeslade. Ja? Voll gut, Indiana Jones Krempel. Guck mal hier, ne? Affenhirn auf Eis gibt's hier. Guck mal da. Hier sind wir genau richtig. Ja. Das war gut. Guck mal, und da sind die Sankara-Steine, ne? Guck mal hier. Und da gibt's dann irgendwie das Blut von Kali. Ob da was drin ist? Was meinst du? Also ich weiß nicht. Weißt du nicht, ne? Mein Gott. War cool. Echt. Also sie haben mir so ein Ding aufgestellt. Nerd-Stuff steht da. Genau, Dino Shop Nerd Stuff. Dino Hallo Shop Anja und Nerd Marco. Hallo. Ah, super, ne? Also richtig tolles Zeug. Wollen wir das alles mitnehmen? War doch gut, oder? Für unser Am liebsten Wohnzimmer. schon, aber ich glaube, die brauchen das noch. Hi, wir sehen uns hier wieder auf der Gamescom. Was machst du hier? Ich darf zum dritten Mal in Folge die Cosplay Stage, die ist hier direkt rechts neben uns, moderieren. Die ganzen fantastischen Künstler ansagen und auch dieses Jahr 2 Talks leiten mit Synchronschauspielern und ein Cosplay Talk ist auch dabei. Es ist Donnerstag, ist schon viel los? Also ja, ist ungefähr so viel wie letztes Jahr. Vor 2 Jahren war nicht so viel los. Das war aber so kurz nach Corona und alles klar. Aber jetzt, es sieht gut aus. Und Samstag ist ja eh schon ausverkauft, da wird es hier richtig voll. Wie lange machst du das? Was meinst du jetzt genau? Ziehst du alle Tage durch? Ja, genau. Von jeden Tag 9 Stunden. Und dieses Mal geht das Programm bis 8, nicht bis 7, weil so viele Künstler zugesagt haben. Aber ich muss ja meistens nur ansagen und absagen. Insofern hält sich das in Grenzen körperlich. Ist also für jeden anstrengend, für die Besucher, aber auch für die Leute, die arbeiten.
ich frage mich, warum er das überhaupt macht, weil für jeden ist es einfach nur Stress und viel Arbeit. Aber macht doch irgendwie Bock. Ja, natürlich macht's Bock. Und es macht sehr viel Bock, nämlich hier zu arbeiten. So, und wo sind wir jetzt hier? Jetzt sind wir in Halle 7 vor den großen Ständen. Also hier sind wir gerade im Bereich von Xbox, Microsoft. Viele verschiedene riesige Stationen, die man anspielen kann. Ja, wir haben, wie ihr gerade gesehen habt, auch viele Leute getroffen und gucken jetzt nochmal, was es hier so gibt. Es sind wirklich lange Schlangen. Angestellt hat man sich nicht. Wenn wir uns einmal im Kreis drehen, erahnt man, was es bedeutet, irgendwas zu zocken. Hier Riesenschlange, zum Beispiel vor Indiana Jones. Ja, wir sind an vielen Ständen vorbeigegangen und die sind sehr beeindruckend. Ja, vor allem ist das so die Ecke unserer Spiele. Ne? Doom ist da vorne, hier ist Fallout und hinter uns Indiana Jones. Da ist schon irgendwie so die Sektion Bethesda-Spiele so, ne? Also und Xbox hier, Microsoft Area so, ne? Also das ist schon so die coole Ecke. Und aber wenn man da was gucken will oder so, dann muss man schon ewig warten. Ne? Also, ja, ist schon Kontrast zu den Indies. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Vor allem, man kann hier auch was zocken, klar, aber da musst du schon lange warten. Und ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Indiana Jones Ding, denn das ist auf jeden Fall eine Sache, die uns auch sehr inspiriert hat. Ne? Und das, ja, da freuen wir uns schon drauf. Ja, jetzt sind wir auch ganz schön, also bis man hier hingekommen ist, da qualmen einem richtig die Socken. Das ist am hintersten Ende, ja. Das ist, die Gamescom, die ist ziemlich lang und jede Halle ist bespielt. Das ist schon echt anstrengend. Also ja, Donnerstag merkt man schon in den Knochen. Das heißt, der zweite Tag. Wir müssen noch ein paar, ne? Ja, ich weiß. So, guck mal, da hinten ist der Dom. Ne? Genau, ja. Und was ist hinter uns? Der Dom. Nee, vor uns. Also hinter der Kamera meinte ich natürlich. Ne? Guck mal hier, da, ne? Da ist die Party. Das ist nämlich die Ausstellerparty. berühmt-berüchtigte Branchenparty. So ist der Volksjargon, sag ich mal. Ne? Genau, richtig. So. Die findet einmal während der Gamescom statt. Und hier geht dann jeder, der irgendwie ausstellt und Rang und Namen hat, irgendwie und ein Ticket ergattern konnte, hin. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und ja, da quatschen wir uns jetzt durch den ganzen Abend. Ja. Und hier ist irgendwie das Who is Who, ne? Obwohl die meisten, die ich gefragt habe, bist du auch auf der Branchenparty, auch gesagt haben, ach nee, das ist mir zu anstrengend. Ich muss ja nachher um 9 Uhr schon wieder morgen früh. Ja, also das ist schon hart gesottene. Die haben tatsächlich morgen auch einen richtigen wichtigen Termin, ne? Stimmt. Wir zum Beispiel. Und ja, und müssen dann durchhalten. Wann ist unser Termin? 10.30 Uhr sogar, Genau, ne? da gehen wir mal zu Epic und gucken mal, was die so erzählen. Ja. Oliver, es ist jetzt schon Gamescom Freitag. Wie war für dich bisher die Messe?
Super schön, viele neue Kontakte kennengelernt. Wir waren viel in den Hallen 2 bis 4 unterwegs, haben ein paar Kontakte geknüpft. Ja, ziemlich viele Termine, war auch ein bisschen anstrengend, aber alles gut soweit. Erzähl doch mal, was genau machst du denn hier? Wir wollen über die PlayCon erzählen. Das ist unsere eigene Gaming Convention in Trier. Ende Oktober haben wir die und da wollen wir einfach neue Aussteller finden, einfach den Leuten von der Convention erzählen, sie einladen vorbeizukommen. Genau, einfach spread the word. Auf der PlayCon waren wir auch schon mal unterwegs. Da hat man tatsächlich noch mal mehr die Möglichkeit, kleinere Sachen auch anzuspielen, denn da ist bei weitem nicht so viel los wie hier. Es ist kompakter, kleiner, familiärer. Ja, warum machst du das? Weil es das einfach bei uns noch nicht gab. Rheinland-Pfalz ist auch ein großer, toller Games-Standort. Viele Leute, die was dort in der Branche machen. Und das wollten wir einfach mal auf die große Bühne bringen und zeigen, hey, guck mal, Rheinland-Pfalz kann das auch. Genau, und so ist das Ganze entstanden. Vielen Dank. Danke auch. So, Köln-Messe kann man da oben lesen. Wir sind durch. Und gar. Und gar. Wenn man sich mal umdreht hier, ne, wir sind jetzt am Ausgang. Da vorne ist das Esch. Hier sind ganz viele Leute, die aus der Gamescom rauskommen. Also, boah, das war ganz schön anstrengend, oder? Ja, Ja, aber auch sehr schön. Also viele sind gekommen tatsächlich zu unseren Sachen. Das große Plakat ist an der Wand. 20. bis 24. August 2025 ist die nächste Gamescom und wir hoffentlich mit Spiel dabei und hoffentlich kommen dann ganz viele von euch auch mal zuschauen. Ja. Und schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön fürs Zugucken. Jan, Mensch, also du bist ja gerne hier, ich habe den ganzen Tag hier gewartet, Mensch. Also nächstes Jahr dann aber unbedingt, oder? Ja, unbedingt. Dann treffen wir uns mal. So, schönen Tag noch und fleißig weiterzocken. Darf ich das sagen?